Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Wir haben gerade die Meldung bekommen, dass sich die Wasserpreise durch die neue Brücke wieder normalisiert haben. Und wir haben... Oh, hey there. I was just here putting this letter into your mailbox. On second thought, might just not. Oh, hey. Shoot. I just remembered. I need to go home and lock myself in my closet. See ya. Aha. Die Person, die die Briefe geschrieben hat, war die ganze Zeit unsure. Soll ich ihm nachgehen? Ja, natürlich. Verknallt. Oh, unsure. Es tut mir leid. Von G. Edgar, die Ziviltruppe hat mich darüber informiert, dass wir die verlassenen Ruinen unter der Gecko Station tatsächlich offen und verfügbar sind. Da sind keine Gegner mehr drin. Ich empfehle dir, diese verlassenen Ruinen so schnell wie möglich zu betreten und zu graben, bis du die Teleskopteile findest. Auch hier werden sie wahrscheinlich tief in den unteren Schichten liegen. Ich werde in der Zwischenzeit die Montierung aufstellen und warte auf Nachricht über deinen Erfolg. Wenn du das Teleskop im Museum restauriert hast, installiere es bitte für mich auf meinem Dach. Okay. So, wir haben die Nähmaschine. Und, Edgar, wir haben die Gegend um die Gecko Station geprüft und sie scheint größtenteils frei zu sein. Jedenfalls nichts, womit du nicht umgehen kannst. Wir haben auch eine neue verlassene Ruine ausgeräumt, die wir von nun an betreuen werden. Es wird eine normale Gebühr erhoben, aber auch das ist nichts, womit du nicht umgehen kannst. Schau es dir doch an und hol dir neue Ressourcen, wenn du kannst. Die Ziviltruppen. Okay, so, wir haben jetzt super viele Nebenquests im Kreis drehen. Was haben wir hier? Ach genau, das Bild für Mord haben wir. Wir gehen dann mal... Ach ja, wir klappern alles mal ab. Hey Mord, ich habe ein neues Bild für dich. Ich will dich gerade gar nicht stören. Oh, this old thing. Many people forget that Zeke was the minister of our town for a while. Back in '78, a lot of folks were leaving. That was the year Martel didn't come back from one of her excursions. Without her around, well, those close to Zeke now know that he can be a truly inspiring person. So those few of us left, myself included, asked him to step up and try to be the voice that we needed to keep spirits up in Sandrock. Of course, we knew Zeke's soft-spoken nature might not translate well to the stage, but, well, we'd hoped he could find his voice in time. That never happened. He gave it his all. It was moving as a father to see him trying so hard, but at the end of the day, he was a fish out of quicksand. Each of his sermons floundered to roughly the same extent, showing no signs of improvement. Life is like biocrust, he'd say. The issue there with him being, no one really knows what biocrust is. He didn't want to give up, but it wasn't his decision. People stopped coming to his sermons, and when Miguel came, he didn't even know he was replacing anyone. It was for the best. I'd like to think now that Zeke is inspiring people in other ways. All the efforts he's put into understanding this desert of ours, his achievements are finally visible. Thanks in no small part to people like yourself. Now there are those who would seek him out for his insights. Funny how to have his voice heard, it helped us step off the stage. I thank you for bringing this to me. I'll just keep this one in the back. Zeke has a lot on his mind these days. Oh Mann, das ist so süß, die ganzen kleinen Geschichten. Und Zeke war anscheinend mal Minister, also... Ja, aber ich glaube, das ist echt nicht so eine Rolle für ihn. Er ist ja doch eher ein introvertierter Mensch.
Und wenn du vor Leuten reden musst, ist das, glaube ich, nicht, also oder dauerhaft vor Leuten reden. Ach, guck mal, jetzt werden sie doch angezeigt. Ist es doch, muss man, glaube ich, ein bisschen ein anderer Schlagmensch sein. Also man muss es mögen, im Rampenlicht in dem Sinne zu stehen. So, da oben ist eine drin. Oh Gott, wie kann man da denn nochmal hoch? Ich glaube von hier irgendwie. Ach, hier haben wir erstmal eine. Die können wir auch mal mitnehmen. Ja. Ja. Nein, Mist. Naja, gut. Wir gehen jetzt erstmal. Ich muss auch sagen, bei manchen habe ich das Gefühl, dass die dann gar nicht verschwinden von der Map, wenn man sie eingesammelt hat. Ich glaube, hier ist noch eine drauf. So, gehen wir erstmal hier. Come one, come all, perusing the views of Sandrock. Does the beauty of the desert flower make you weak at the knees? Don't worry, take home a photograph, show your friends and relatives the wonders that is the desert rose. Yeah, let me get a, one of those desert rose ones? Certainly, sir. And while you're at it, why not take one of these as well? No, just that one will do. In fact, let me get 5 of them. Me too, me too. I saw them first. They're mine, I tell ya. Aha! There's no need to rush, everyone. So, what do you think, our beautiful desert rose? It deserves its reputation, no? She most certainly does. Huh? She? I don't think a photograph has a gender, sir. Cut the malarkey, shopkeep. A dozen desert roses. Chop, chop. Right away, sir. The strangest thing is happening. Everyone is just obsessed with this photo in particular. What could it be? I don't get it. I just wish I knew more about photography. Well, in any case, time to buy a photo? Hey, sis. Wanna buy a photo? Avio! What are you doing? What is the meaning of this? You're selling pictures of me? Huh? No! Oh, this one. Well, yes, you're in it, but no! I was just telling the builder here, there's something about the composition of this photo that really resonates with people. It's just a happy coincidence you're featured in it. Hey, you're gonna be famous. There's nothing happy about this, nor is it any semblance of coincidence. Tourists have been pestering me constantly, asking me to sign this photo, calling me the Desert Rose. Explain that, Avio! Ah, the title of the photo is Desert Rose. That's my new name for Sandrock. But they call you. Oh no. Dann, you creepy tourist! Don't play dumb with me. You honestly expect me to believe you had no idea? It's been days. Also er wusste es ja wirklich nicht, aber Avio muss mal ein bisschen weiter als nur bis zur nächsten Tapete denken. Even so, this was an extremely careless venture. You are kind to say so, but my sister is right. I've been a fool. Avio, you would do well to develop some foresight whenever concocting these schemes of yours. This is doubly true whenever your plans involve an unwitting accomplice. If you're ever not sure, Light, just ask me. I will be returning to my shop. My only hope is that my path is not blocked by the rabid tourists that you have wrought, brother. Goodbye. Wow, she's really mad. Even more so than that time I ruined her kiln trying to make a pizza in it. Ja, natürlich ist sie wirklich sauer, weil es einfach nicht nur unangenehm ist, wenn plötzlich super viele Leute vor dir stehen. Das kann auch super, super gefährlich werden, wenn die Leute dann, weiß ich nicht, ein bisschen mehr in die Bilder hinein interpretieren. Cannot stand. The
thought of those greasy tourists smudging up those photos in their slimy grip, gawking over my poor sister. I can't take it! I've got to get those pictures back! Ja, los geht's. Really? You'll help with this too? You really have a big heart. Ich mach das für Amira und nicht für dich, Avio. Alright, let's split up. These guys couldn't have gone far. Just be on the lookout for anyone creepy looking. Or anyone you just saw buying a photo. Do whatever it takes to get those photos back. Without breaking the law, I suppose. Okay. Wir müssen jetzt versuchen, die Bilder zurückzubekommen. Das andere ist hier hinten, ne? Okay. Noch ein Bild für Mod? Okay. Ja, wir laufen einfach nochmal rum. Und gucken mal, ob wir hier ein paar Touristen finden. Huh? Desert Rose? Photo? Nah, never heard of it. Shove off. Double? Dang, you're a grade A simp for this girl, huh? Well, I won't say no to cold hard cash, but you better be careful. Don't spend all your hard-earned cash on a girl who doesn't even know who you are, partner. Wir haben es immer jetzt einfach abgekauft. Ich glaube, das ist teilweise einfacher. You want my Desert Rose photo? You're gonna have to fight me for it. I'm just kidding. Here you go. Have a nice day. Oh, das ging einfach. Was wollen wir denn Mord jetzt? Haben wir noch ein Bild von Mord? Unten. This is... Though I'm glad to have this back, the memories that come with it are unpleasant. Who could have known where things would go? That old fool, Dyson. He believed Sandrock held countless hidden treasures. One day, one of his men fell in a hole, and it turned out he was right. The old world metropolis under our feet held untold amount of relics. Most countless folk rushed in after that. Vegetation was trampled, water was squandered, and animals lost their homes. Only the roar of machines and an inseparable haze were left here in Sandrock. Mortals and my regrets meant little to the newcomers, and once the railway was open, there was really no stopping them. We had to watch those relic rush miners pluck every petal off our desert flower, and soon there was nothing left. Young one, thank you for bringing this to me. It feels good to share these old stories with someone who will hear them. Please stop by if you find any more of my photos. Das machen wir doch. So, jetzt haben wir anscheinend keins mehr. Hier ist auch schon der nächste Tourist. Hey, I overheard your conversation with the shopkeeper guy and the Desert Rose. I was hoping you wouldn't notice me, but now that you're directly confronting me, I can't say no. Here you go. Dankeschön. You want my Desert Rose photo? Hey, you're in luck. I was looking for a way to do a good deed today. Here you go. Now I'm off to Atara to commit more tax fraud. Okay, viel Spaß. Wir haben immerhin das Bild zurück. Nay. I can't be giving you my Desert Rose photo. 'Tis mine. And I planned for it to comfort me on those lonely nights out at sea. However, were I to hear one good reason why I shouldn't keep it, I might reconsider. I might. Amira hat dem nicht zugestimmt. Walrus's beard! At last, these photos are being distributed without her knowing? Why, take this photo from my hands, young desert dweller. I shan't be needing it no more.
Mark these old sea dogs' words. Any such copy of that there photograph out there, I'll be making sure they finds their way to the bottom of the briny deep. Ja. And you can tell that silver-tongued salesman I'll be waiting for him in Davy Jones' locker. Okay. Das mache ich. Habe ich alle schon bekommen? Oh ja, anscheinend. Dann gehen wir doch mal zu Avio zurück. You got all the photos? Ja. Wow, that was quick. How'd you do it? Ich habe sie alle davon überzeugt, mir die Fotos zu geben. Bis auf einen, aber das ist ja nicht so schlimm. Goodness, well done. You must really have a way with words. I found it quite difficult to get anyone to part with their photos. Phew. It's finally over. But now, what am I to do with all these photos? Zerstör sie. You may be right. The only way to be completely sure that no one will ever use these to creep on my sister again is to destroy them. Ah, but I paid 50 golds to make all these copies. Tell you what, I'll think on it. In the meantime, why don't you take one as a memento for this whole ordeal? I believe I can count on you to enjoy this photo the way it was meant to be enjoyed. As landscape photography, thank you again for all your support through this difficult time. Hopefully, my next business opportunity will have less disastrous results. Catch you around! Ja, denk vielleicht 5 Minuten länger nach, Avio. Wollen wir noch mal kurz mit Amira sprechen? Ist sie hier drin? Ja. Hi. Mein jüngerer Bruder und ich feierten manchmal gemeinsam Geburtstag im Rock. Sein Geburtstag ist am 6. Herbst, meiner am 11. Okay, gleich beide Geburtstage bekommen. In Krisenzeiten sind meine Töpferwaren leider nicht von großem Nutzen. Leute wie ich sind auf Leute wie dich angewiesen, um Dinge wie diese Brücke für unsere Stadt zu bauen. Es ist nicht viel, aber du hast meine Dankbarkeit. Okay, Bye. sie sagt nichts zu diesem Vorfall. Okay. Aber dass man da vielleicht auch kein weiteres Wort drüber verlieren möchte, verstehe ich auch. So, dann geht's für uns ab einmal zur nächsten Quest. Und dann, wenn wir dann noch Zeit haben an diesem Tag, können wir uns ja mal um bessere Werkzeuge kümmern. Yeah? Du weißt, wie man sagt, wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht. Aber es ist kaputt. Nun dann, repariere es. Erwischt. Das ist kein offizieller Auftrag. Verdammt nochmal, Edgar. Ich kann mir diesen Schandfleck einfach nicht mehr länger ansehen. Wie kann es sein, dass uns noch niemand beauftragt hat, dieses Ding zu reparieren? Ich meine, sieh es dir doch an. Der Turm ist total verbogen, die Flügel sind kaputt und ich weiß, das ist nicht so wichtig, aber alles neigt sich irgendwie zur Seite. Ich kann es nicht mehr aushalten. Komm schon, lass uns das Ding reparieren. Wir brauchen nur 10 Minuten. Klar, du hast recht, wir sollten es in Ordnung bringen. Gut, dass du an Bord bist. Für einen Moment dachte ich, ich verliere den Faden. Cool, lass es uns kurz inspizieren und an die Arbeit gehen. Vielleicht habe ich mich etwas zu früh geäußert. Ich muss auf jeden Fall noch einmal in die Werkstatt gehen, um das zu klären. Machen wir doch einfach ein kleines Projekt zwischen uns Handwerkern daraus. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Wir sehen uns später. Okay, dann werden wir es auch mal inspizieren. Ich denke, ich könnte das lösen, wenn ich Holzbretter, Bronzestäbe und Lager hätte. Okay, habe ich schon alles?
Nee. Wir brauchen noch Bronzestab und Kupferplatten. So, dann machen wir hier mal 2. Und hier auch mal 2. Und Bronzestab war das, ne? Auch 4. Ich kann einen herstellen. Okay, dann brauchen wir ein bisschen Bronzebarren. Okay, wir gucken mal. Was brauchen wir denn für besseres Werkzeug? Eisenaxt und Eisenspitzhammer. Wir brauchen Hartholzstock und Schleifstein. So, das ist gerade beschäftigt. Dann holen wir uns mal Schleifsteine. Ich weiß gar nicht, ob Hugo schon 4 Stück hat. Er hat nur 2. Nee, Avio wird keine Schleifsteine haben. Da müssen wir morgen nochmal gucken. Okay. Nee, gibt's nur im Hammerladen. Okay. So, jetzt habe ich sie mal nicht weggeschmissen. Hier, der Bronzestab ist durch. Dann können wir hier mal 4 Hartholzstock machen. Wie viel... Oh Gott. Oh Gott. Achso, wir müssen ja noch zur Anschur. Oh Gott, voll vergessen. 4. Okay, das braucht ein bisschen länger. Das heißt, wir gehen jetzt mal zur Anschur. Did someone come in? Oh, I can see through the cracks a bit. You come to join me? One-person closet, I'm afraid. You can hang out as long as you want. I'll probably be in here a while, though. Air's nice this time of year. Es ist Zeit, aus dem Schrank zu kommen. I'm afraid I might be trapped in this closet. Why did I want to sing that for some reason? Ich kann nicht mit meinem Spitzhammer beschreiben. Oh, wait. Hold the telegraph on that one. False alarm. I'm not trapped. Just might be a while, though. So, yeah. Don't wait up. Hast du Angst zuzugeben, dass du diese Briefe geschrieben hast? Oh, yeah. They're still wondering about those letters, huh? Heard about that. Yeah. Well,
it sure is hard to catch criminals. As you know, actually, I looked it up. Not writing your name on a letter isn't a crime. That's why I didn't get back to you. Komm schon, gib einfach zu, dass du es warst. Gosh. All the evidence is pointing straight to, yeah, it does seem like I'm the lead suspect in this case. I mean, it's probably me, but what if it's not? Dang, it's hard to think inside this closet. Well, if it really is me, I'd want to be the first to know. Say, you're the best investigator we have on the force. Maybe you can solve this case. As it so happens, we are exactly where we need to be for that to happen. My house. I'll bet you could build a criminal profile on me based on my stuff. Why don't you take a look around? You might even find the secret letter I was going to give you. But don't get your hopes up too high. I hid it pretty good. Just head over to the jukebox and turn on the investigation music when you're ready. I do it myself, but, you know, closet. Nice. Can't have an investigation without the investigation music. Describe to me what you see, and I'll try to help out your investigation. Okay, dann mal los. Wo ist denn die Jukebox? Sehe sie nicht. Dann fangen wir doch mal an. Untersuchen. Diese Steine sind alle unterschiedlich groß, aber sie sind fein und fachmännisch übereinander gestapelt. Ah, one of my finest rock stacks. Note how each layer is perfectly balanced, and yet each rock supporting them is a different size and consistency. I like to think that this sculpture represents the idea that, no matter who you are, we all have a place where we can fit in and hold each other up, ideally surrounded by cool rocks. How could anyone with such a wholesome rock stack be responsible for something like nameless letter writing? Ich sehe den Zusammenhang wirklich Yeah, nicht. maybe it's a no-good lead. Darn, really thought we had something there. Okay, dann haben wir hier Anschluss Langhantelset. Es sieht zwar nicht so aus, aber den Gewichten auf der Stange nach zu urteilen, ist er wirklich stark. A bunch of exercise equipment. If the perpetrator has been lifting weights like this, they'd be too strong to write. They'd smash the pencil in their grip, or rip right through the paper when they tried to write. Not looking good for our investigation. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so funktioniert. Well, yeah, you might be right. Probably not really either of us to say, though. Better keep... Okay, was haben wir hier? Dieser Stein sieht so aus, als hätte er Augen. Er hat einen unheimlichen Blick, als würde er in deine Seele blicken. That's Wilson. He's sleeping. Better not wake him up. Well, I guess if it's for the sake of the investigation, up to you. Hallo Wilson, ich bin Edgar. Looks like he's not talking, which makes sense. Wilson ain't no snitch. Jede Menge Steine, die in einer Kiste Couple liegen. boxes of rocks. Nothing to see here. Die meisten Menschen haben keine Steine in Kisten. Ach, ist ja egal. Cool, lass uns weitermachen. Right. Die Steine sind sorgfältig ausbalanciert und schön gestapelt. Hat Unsure das selbst gemacht? Er ist wirklich One talentiert. of my quieter works. The little one on top I balanced there with a tweezer. The delicate serenity of it all makes me less worried when I ask it to do dishes, and it never does. Ein herzhaftes, fleischhaltiges Gericht. Es riecht wirklich Oh, gut. these? Justice gave me these. He wants me to eat more meat for protein, but I'm more of a yellow soup and lemons guy. Willst du das einfach weglassen? Oh, no. I'll give them away. Or eat them. I haven't decided yet. But, you know, sky's the limit. Are we getting off track? Maybe we should get back to looking for clues. Okay. Zitronensuppe dekoriert mit einem riesigen Lächeln aus Chilischoten. All I know how to cook is yellow soup and lemons. It ain't much, but it gets me through the day. Kannst du mir das Rezept beibringen? Yeah, you just take 2 parts yellow, 4 red dots, and, I don't think I know how to share recipes. You should ask Owen or Mabel about that. Well, looks like we didn't find anything. Guess I'm not the one who sent those letters after all. That's a shame. I was really rooting for you to catch me, if it was me, which is still up for debate. Whew, do you mind turning on that fan? Sweating bullets here inside this closet.
Dann werden wir wohl mal den roten Knopf drücken, ne? Edgar, seitdem du in die Stadt gekommen bist, habe ich ein komisches Gefühl. Als du die Bühne repariert hast, dachte ich, wow, was für eine gute Bühnenreparatur. Als du die Brücke repariert hast, dachte ich, wow, das war eine gute Brückenreparatur. Die Liste geht weiter. Und die Art und Weise, wie du in die Stadt kamst und sofort damit anfingst, fantastische Kung-Fu-Klingenangriffe zu machen, obwohl du angeblich kein Training darin hattest. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich das für den coolsten Schrott halte, den ich je gesehen habe. Lange Zeit habe ich im Verborgenen gelebt. Ich habe ein Doppelleben geführt. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, dass, wenn mein bester Freund Justice wüsste, dass ich Gefühle für einen anderen habe, er nicht mehr mein bester Freund sein wollte. Und dann habe ich ihn gefragt und er hat gesagt, dass es in Ordnung ist, 2 beste Freunde zu haben. Deshalb frage ich dich jetzt, Edgar, willst du mein bester Freund sein? Kreis, ja, nein. Dein zukünftiger bester Freund hoffentlich Anschur. PS, bitte melde dich bei mir, nachdem du etwas eingekreist hast. Well, so did you read the part where I signed my name? Ach, lass uns beste Freunde sein. Wow. If you didn't get it from my letter, I always thought you were super cool. To be your best friend, it would be an honor. In case you didn't see, I asked Justice. He said it's okay if I have 2 best friends. And Wilson, well, he's just not the jealous type. So things are kind of just gonna be great from now on, I think. Okay, wir sind jetzt Freunde. Also ich glaube, man kann das auch, die Quest in einer romantischen Art und Weise sehen. Aber das machen wir hier mal nicht. Da hat jemand einfach auf eine etwas ulkige Art versucht, Freunde zu finden. Dann würde ich die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich schätze mal einfach zum neuen Tag. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.